Unser Ziel war es einmal zu sagen, wenn wir jetzt was bauen, wollen wir ein Ökosystem bauen für die gesamte Druckbranche. Weil ein Kunde nicht nur unsere Maschinen hat, weil ein Kunde vielleicht noch, ich sag mal, eine Vorbearbeitung, eine Nachbearbeitung, irgendwelche anderen Dinge hat, die wir entweder gar nicht herstellen oder mit denen wir auch nichts zu tun haben. Und auch bei klassischen B2B-Kunden ist es nicht so, dass die Lust haben, 5 verschiedene Zugriffe auf 5 verschiedene Hersteller zu haben. Das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, war uns ganz wichtig, wir wollen eine sehr, sehr gute User Experience haben. Das klang gerade schon an. Wir haben ein ganz, ganz unterschiedliches Level an Kunden, nicht nur was jetzt klassische Einkaufsprozesse betrifft, sondern das geht vom Operator an der Maschine bis zum CEO des Unternehmens. Und wir wissen auch, das ist eine Branche, das muss man ehrlich so sagen, die ist konservativ. Das ist keine Digital Native Branche. Wenn Sie also nicht was designen, was super einfach zu bedienen ist, ja, dann haben Sie eigentlich schon verloren. So, für uns war glasklar, und da stimme ich nicht ganz überein, wir wollen verkaufbare Produkte. Was wir nicht wollten, von Anfang an nicht, das ist meines Erachtens nach ein Fehler, den viele, viele Maschinenbauunternehmen machen, dass ein digitales Produkt auf einem Preisniveau verkauft wird, was eher in Richtung, ich kenne das von Maschinensoftware geht, und das funktioniert nicht immer bei digitalen Produkten. Also wenn Sie heute, ich sage mal, eine App runterladen oder wenn Sie privat ein Softwareprodukt kaufen, werden Sie auch nicht riesen viel dafür bezahlen, was eher in Richtung der Anschaffung Ihres Notebooks geht. Es war also klar, wenn es um verkaufbare Produkte geht, die müssen auch preislich attraktiv für die Kunden sein, weil sonst wird der das nicht kaufen. Das zahlt genau auf das ein im Sinne von, auch unsere Kunden gucken sehr genau, wie viel Geld investieren die in zusätzliche Leistungen und was kommt da am Ende dabei raus. Und wir hatten auch den Auftrag, neue Geschäftsfelder zu finden. Und eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir können das definitiv nicht alleine. Wir arbeiten mit Google zusammen. Wir haben eine strategische Partnerschaft mit Google. Google nutzen wir auch für unsere interne digitale Transformation, aber vor allen Dingen für den kundenrelevanten und externen Bereich. Wir wollten einen starken technologischen Partner an unserer Seite haben, der uns mit Know-how zur Verfügung steht, der uns gute Technologie liefert, der uns auch sichere Technologie liefert, unter allen Regularien, die es dort gibt. Deswegen haben wir die Partnerschaft mit Google gewählt. Wir haben im Bereich der Konnektivität und anderen Dingen uns mit anderen Market-Playern zusammengeschlossen und bauen das auch gerade aus. Das ist das Thema mit dem Ökosystem, dass wir sagen, vielleicht muss man eine Digitalisierung im Maschinenbau auch nicht immer ganz alleine machen. Vielleicht macht es einfach Sinn, in bestimmten Feldern sich zusammenzuschließen und gemeinsames Potenzial zu nutzen. Und wir haben, weil wir wussten, wir werden das nicht komplett mit eigenen Entwicklern hinkriegen, von Anfang an eine ganz klare Offshore-Entwicklerkapazitätenstrategie gefahren. Also wir arbeiten heute mit über 30 Entwicklern aus verschiedensten Ländern zusammen, die uns helfen, ich sage mal einfach an Geschwindigkeit zu gewinnen und die uns auch helfen, mehr Know-how einfach in die Breite zu kriegen, weil wir als Maschinenbauer auch nicht die absoluten super AI-Experten sofort rekrutieren können. Das sind Menschen, die gehen eben gerne zu Google oder zu Amazon oder woanders hin. Und wenn wir dann kommen als König und Bauer, als Maschinenbauer und ich habe ein Angebot von einer Tech-Company auf dem Tisch liegen, da brauche ich jetzt, glaube ich, niemandem erzählen, dass solche Menschen dann lieber in eine Tech-Company gehen. Aber es ist uns gelungen, 1 oder 2 dann doch zu bekommen. So, wo stehen wir heute? 2,5 Jahre später. Also wir haben das Ökosystem gebaut. Unser erstes Produkt ist ein Energiemanagementsystem. Drucken ist ein sehr energieintensiver Vorgang. Das war so der erste Teil. Wir haben den klassischen Teil von Machine Learning. Das heißt, wir haben Maschinendaten, die haben wir übrigens schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben eine Prediction-Funktion, wir haben einen Market-Benchmark von Maschinen. Das ist der erste Teil, den wir sozusagen gelauncht haben. Hier sieht man mal so ein bisschen das Thema UI, UX. Das ist unser, ich sag mal, Prediction- und Analytics-Teil, den wir gemacht haben. Wurde designt von Menschen, die absolut gar nichts mit Druckmaschinen zu tun haben, sondern die eher aus dem Bereich kommen vom B2C, also wie nutze ich ein digitales Produkt, wie kann ich gut damit umgehen und so weiter und so fort. Dann kam das ganze Thema KI. Da wir sehr nah an Google dran sind, ich selber auch sehr oft in den USA bin und dort Gespräche habe, was es Neues gibt, war so ein bisschen das Thema,
okay, wie können wir KI nutzen und wie können wir das wirklich für unsere Kunden nutzen? Was macht da Sinn? Und wir haben dann unser KI-Produkt Kyana dieses Jahr auf unserer größten Messe vorgestellt. Kyana ist praktisch ein klassisches Large Language Model. Unten drunter liegt Google Gemini, ein multimodales Modell, also Videos, Fotos, was auch immer. Wir haben das Modell gefüttert mit Servicedaten von unseren Maschinen. Und zwar mit allem, was wir in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung hatten. Handbücher, Verfahrensanweisungen, Serviceanweisungen, sodass ein Kunde sowohl über Audio als auch über klassische Chatfunktionen Hilfestellungen im Bereich von Support bekommt. Selbstverständlich haben wir nach wie vor noch unsere Techniker und unsere Hotline, aber das ist so ein bisschen so eine Ersthilfe, was muss ich jetzt tun, weil wir extreme Unterschiede auch international haben, wie das Level des Know-hows der Bediener ist. In manchen Ländern sind es einfach fachfremde Mitarbeiter. Wir haben auch, auch bei uns hier in Deutschland das Thema, dass Sprache ein Riesenproblem ist. Mit solchen Modellen kann ich natürlich die Sprachen einfach sehr, sehr schnell umstellen. Da spielt Sprachbarriere überhaupt kein Thema mehr. Und wir haben dann den Assistenten kombiniert mit unserem Cloud-basierten Machine Learning. Das heißt, wenn ich heute Produktionsleiter bin und ich frage unsere Kyana Assist, was ist denn in der letzten Schicht passiert, greift sie auf alle, ich sag mal, Dashboards, die wir gerade gesehen haben, zu und bringt mir die wichtigsten Abweichungen sozusagen zusammen und erklärt mir auch, was da dann zu tun ist. Jetzt wollen wir noch einen draufsetzen, das machen wir auch gerade. Auch das geht tatsächlich nur über die Kooperation mit Google. Dieser Assist oder diese Assists sind momentan logischerweise gekoppelt an unsere Maschinen. Wir haben Kundenanfragen bekommen, die gesagt haben, du sag mal, könnt ihr mir sowas nicht bauen für meine eigene Company, sodass ich dort meine Schichtpläne, meine Verfahrensanweisungen, mein ganzes Zeug rein habe und sozusagen meine eigene KI habe, wo ich aber weiß, die greift trotzdem noch auf eure Maschinendaten zu und die ist sozusagen in diesem Druckuniversum irgendwie mit drin. Da wussten wir, jetzt mal für die Fachleute, da wussten wir architektonisch, das wird eine echte Challenge. Und da arbeiten wir gerade mit 4 Entwicklern von Google USA zusammen, weil wir jetzt nicht nur ein multimodales Modell bauen, sondern ein sogenanntes Multi-Agent-Modell. Und das würde bedeuten, oder das bedeutet, und das wird im Q1 kommen, wenn Sie jetzt Kunde bei uns sind und Sie haben diesen eigenen kundenspezifischen KI, also Assistenten, den Sie füttern können. Wir trainieren das Modell im Background, können auch nur Sie als Kunde zugreifen. Andere Kunden können nicht auf Ihre Daten zugreifen. Das heißt aber auch, wir werden ganz viele Agents haben. Die müssen alle irgendwie getrennt sein, was Security, was andere Dinge betrifft, müssen trotzdem mit unseren großen Modellen sprechen. Das ist technologisch, so wie wir das verstanden haben, gerade an der Grenze von dem, was eigentlich machbar ist. Und da hilft es jetzt wieder, dass wir eben diese Partnerschaft mit Google haben, weil da muss ich auch ehrlich sein, das könnten unsere Entwickler alleine nicht. Für Google ist es spannend, weil es in deren Geschäftsmodell mit einzahlt. Für uns ist es eine tolle Lösung, auch für unsere Kunden. Und das ist so ein bisschen da, wo jetzt die Reise auch hingeht, sodass wir die KI mit dem gesamten Ökosystem verbinden können. Das ist dann egal, ob Schulung, Support, Daten, wie auch immer. Und die am Ende unseren Kunden helfen soll, dass sie einfach optimaler produzieren können. Das ist so ein bisschen der Kontext dahinter. So, und wenn man sich mal das Thema Verpackungen anguckt, aus dem wir kommen, mit dem wir arbeiten, 72% aller Kaufentscheidungen der Verbraucher, und ich bin da nicht anders wie andere, werden über die Verpackung gemacht. Die Verpackung ist aber analog. Also manchmal ist ein QR-Code drauf, aber oft ist gar nichts drauf. Und für Brands, und ich habe die letzten 12 Monate mit wirklich vielen und sehr, sehr großen internationalen Brands gesprochen, es ist ein Riesenaufwand, eine Verpackung zu designen, sie zu placen, sie am richtigen Point of Sale zu haben. Der größte Brandbotschafter, den eine Brand haben kann, eine Verpackung ist nicht digital. Hat mich ehrlich gesagt schon immer gewundert. Es gibt Gründe dafür, warum das bisher so war. Und wir haben dann gesagt, ja, wir würden aber gerne die Verpackung digital machen, und richtig digital. Jetzt nicht nur ein QR-Code und der leitet dann auf eine Landingpage und das ist dann irgendwie cool und so, sondern wir wollen es richtig machen. Das haben wir gemacht. Das haben wir zusammen auch mit Google und Deloitte Digital gemacht. Deloitte Digital deswegen, weil wir gesagt haben,
Das sind komplett neue Kunden. Da reden wir über Brand Owner, da reden wir nicht über Druckereien. Das geht in den Consumer-Bereich mit rein. Das sind andere Geschäftsmodelle, andere Preismodelle. Das ist ein ganz anderer Markt. Da brauchen wir jetzt Support von außen, von Menschen, die diesen Markt kennen und die uns helfen, was müssen wir da eigentlich tun. Wir nutzen die Verpackung also als multimodales Modell für Kommunikation. Ganz anderer Ansatz als das, was wir vorher gemacht haben. Und damit man das vielleicht auch mal ein bisschen sieht, was man damit machen kann. Man sieht hier zum Beispiel, dass Inhaltsstoffe angezeigt werden. Man kann als Konsument auch einen Filter drüber legen und kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nur glutenfrei haben. Ich kann damit im Supermarkt an den Verpackungen lang gehen und er zeigt mir dann auch mit so einem Check, das ist auch wirklich glutenfrei, das kann ich auch anderweitig machen. Ich kann darüber natürlich als Brand eine andere Story machen. Ich kann auf Landingpages gehen, ich kann auf meinen Insta-Account verlinken und zwar alles direkt von der Verpackung. Ich muss nicht irgendeinen Zwischenschritt über was anderes nehmen. Ich kann meine Sustainability Goals, die durch viele, viele Regularien jetzt eingeführt werden, anders kommunizieren. Und man sieht es hier ganz hinten, das ist eine Mischung aus Augmentierung, Video und Text. Beste Beispiel dafür, ich bin ein Brand Owner und ich habe eine Produktverpackung und es ist Weihnachten, dann kann ich mit dieser Technologie Weihnachtscontent oben drüber legen und Stand 1.1. ändert sich der Content automatisch praktisch in New Year's Content. Also wir haben praktisch damit die Möglichkeit zu sagen, über diese digitale Zwillingsthematik, wir changen den Content nach Bedarf. Was braucht der Kunde wirklich? Und wirklich heißt nicht immer, dass Ihre Organisation Ihnen sagt, das braucht der Kunde wirklich. Das hatten wir nämlich auch. Und dann haben wir diese Ideen mit Kunden besprochen und dann hat sich herausgestellt, das braucht der Kunde überhaupt nicht. Und es ist sehr oft so, dass intern viele, viele Dinge angenommen werden, die sich aber nicht immer im Kundengespräch bestätigen. So, was ist technisch machbar? Also machbar ist vieles, aber was ist sinnvoll technisch machbar? Das ist der zweite Punkt. Für mich, ich glaube, strategische Partnerschaften, egal ob mit großen oder mit kleinen, die sind entscheidend, die sind einfach schneller. Es braucht auf jeden Fall ein motiviertes Team, das Management, und ich rede nicht nur vom Top-Management, ich rede von allen Ebenen, die müssen dahinter stehen. Und der allerwichtigste Punkt, man sieht das an uns, kein Mensch hat uns das zugetraut, weder in der Geschwindigkeit noch in der Dynamik. Es braucht auch ein bisschen Mut und Selbstvertrauen in die eigene Innovationskraft, unabhängig davon, was es sonst gibt, um zu sagen, wir ziehen das jetzt einfach durch und wir machen das jetzt. Und das war, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte. Vielen Dank.